Willkommen bei Octopus. Wir werfen einen ersten Blick auf die neuen Epson-Drucker mit CIS aus der Ecotank-Reihe. Unser Testkandidat ist dabei ein Drucker L355. An dessen rechter Außenseite befindet sich der Behälter mit den außenliegenden Einzeltintentanks. Der komplette Behälter mit allen 4 Tintentanks kann abgenommen werden und wird für die Befüllung mit Tinte auf der Seite positioniert. Hier ein kurzer Blick in den Arbeitsbereich des Druckkopfschlittens. Sie sehen hier, dass die außenliegenden Tanks mit Hilfe dieses Schlauchsystems mit dem Druckkopf verbunden sind. Es erfolgt sozusagen die Zuführung der Tinte von außen zum Druckkopf über dieses Schlauchsystem. Für jede der 4 Druckerfarben befindet sich in dem Außengehäuse ein einzelner Tintentank. Aufgrund des CIS-Konzepts haben die Drucker der Ecotank-Reihe keine eigentlichen Tintenpatronen mehr, sondern die außenliegenden Tintentanks bekommen sozusagen die Flasche. Die passenden Druckertinten sind in Form von 70 Milliliter Flaschen im Lieferumfang der Druckermodelle enthalten. Im Sinne der Wahrheitsfindung haben wir uns selbstverständlich gleich ans Auffüllen gemacht und unser erstes Ergebnis sieht wie folgt aus. Bei Magenta lief es dann schon besser und wie man es richtig macht, zeigen wir Ihnen bei der Yellow-Tinte. Wir öffnen die Kammer für die entsprechende gelbe Tinte. Und zum Schutz, falls doch mal ein Tropfen daneben gehen sollte, legen wir einen kleinen Kragen aus Haushaltsrolle um diese Einfüllöffnung. Nicht hübsch, aber sehr wirksam. Man nehme die entsprechende Farbe, hier Yellow, und entferne zuerst den oben befindlichen Schutz an der Einfüllhälfte des Deckels. Schrauben Sie anschließend den Deckel auf, um die darunter liegende Schutzfolie der Tintenflasche zu entfernen. Dann wird der Deckel wieder auf die Flasche aufgesetzt, schrauben Sie ihn fest an, damit es beim Einfüllen nicht tropft, und Sie können unverzüglich mit dem Einfüllen der Tinte in den Tintentank am Außenbehälter beginnen. Das Einfüllen der Tinte geht zügig vonstatten und mit unserer Erfahrung von den vorigen Farben gelingt uns das auch auf saubere Art und Weise. Es ist kein Tropfen Tinte daneben gegangen, so können wir die unbenutzte Papierrolle wieder entfernen und anschließend verschließen wir die entsprechende Einfüllöffnung mit dem am CIS befindlichen Gummistopfen. Alle Einzeltanks sind mit der jeweiligen Farbe befüllt. Bitte kontrollieren Sie die Stopfen der jeweiligen Farbe auf Dichtheit und stellen Sie anschließend das Außengehäuse in aufrechte Position. Die Außentanks werden an die Seite des Epson Ecotank Druckers eingehängt. Zur Aktivierung des Druckers und zum Benutzen des Druckens bitte stellen Sie sicher, dass der Sperrschalter am Außengehäuse auf Drucken gestellt ist. Okay, anschließend schalten wir den Drucker durch Drücken des Anknopfes an und dieser fängt darauf an zu blinken. Dann drücken wir die Taste neben der Tintenfüllstandswarnanzeige für mindestens 3 Sekunden. Die Anzeige fängt an zu blinken und der Drucker fängt an, die Schläuche zum Druckkopf mit Tinte aus den äußeren Tanks zu befüllen. Epson gibt an, dass dies bis zu 20 Minuten dauern kann. Die Befüllung ist abgeschlossen, wenn der Anknopf aufhört zu blinken. Jetzt möchten wir natürlich auch sehen, dass unser Drucker auch seinen Zweck erfüllt und druckt. Wir befüllen das einzige Papierfach des L355 mit Papier. Wir wollen ja nicht meckern, aber dieses Ausstattungsmerkmal ist doch etwas unzeitgemäß. Unser Epson L355 ist noch nicht an den Rechner angeschlossen, deswegen legen wir in die Dokumentenvorlage eine Kopiervorlage und drücken anschließend den Startknopf für eine Farbkopie. Wie Sie sehen und hören, tut der Epson sein Werk. Die Kopiervorlage wird zügig eingescannt und der Ausdruck in Farbe auch mit raschem Tempo ausgegeben. Soweit zu unserem ersten Ausblick auf die Epson Ecotank Drucker mit externen Tintentanks und Druckertinte in Flaschen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte drücken Sie den Like-Button und abonnieren Sie auch den Octopus-Kanal. Dann sind Sie zukünftig über alle Neuerungen und Informationen zu diesem Druckertyp, Patronentyp, Tintentyp und so weiter und so fort informiert. Recht herzlichen Dank.